absolute Premiere. Hier ist German Television. Wir testen einen Benzingenerator von EcoFlow. Der hat so in sich, es ist ein Smart Generator mit Dual Fuel. Das bedeutet, man kann ihn einmal mit Benzin betreiben, das ist hier, und einmal mit Gas. Wir werden also hier jetzt mal das erste Mal einen Benzingenerator testen, denn, große Hiobsbotschaft, wir haben die Information erhalten, dass in Frankreich es im Januar zu zweistündigen Stromabschaltungen, gezielten Stromabschaltungen kommen könnte. Tagsüber könnte. Ja. Und das war ja auch letztes Jahr war das schon ein Thema, wo die Leute zum aktiven Stromsparen aufgefordert wurden. Mhm. Und Dual Fuel bedeutet, man kann also das Ding einmal betreiben mit einer Propangasflasche, mit so einer, ja. Du kannst mit Gas betreiben, okay. Oder du kannst es mit Benzin betreiben, und wir haben zu diesem Zweck mal Benzin organisiert. Blöde Frage. Beides ja. Zeitgleich gibt nicht. Weiß ich nicht, werden wir gleich erfahren. Auf jeden Fall werden wir es nochmal rausholen, und ihr seht schon, ich habe da drunter aus dem Bauhaus ein Rollengerät organisiert, denn das Ding ist so schwer, dass ich es nicht mehr tragen wollte. Ja. Es wiegt ein bisschen was. Also ich will mich jetzt nicht anstellen, ich habe es auch selber reingetragen, aber es ist schon so schwer, dass ich zur Marlene gesagt habe, hey Marlene, ich habe dich so lieb, du musst das... Mal. Ich mach's, ja. Gut. Hier ist unser Versuchsaufbau. Mal sehen, ob das dann später dann auch langt. Der Klassiker, ein Messgerät zur Überprüfung. Haben wir denn auch eine Sinusspannung? Das werden wir dann mal sehen, die da rauskommen. Und unsere geprüften Messgeräte, die können wir dann aber nochmal überwachen mit einer Leistungsaufnahme. Eine DeLonghi Pixie Kaffeemaschine und ein Ecomat 2000 mit bis zu, ich glaube, 1,2 kW. Aber wie wir eben gelernt haben, Marlene, kommen aus dem Ecomat ein Anlaufstrom raus von deutlich über 2 kW. Mhm. So, EcoFlow, du darfst schon mal aufrufen auf deinem Handy. Das Ding heißt EcoFlow Smart Generator Dual Fuel. Gehen wir gerade hier rum. Fragile, also ist noch original verpackt, wie ihr seht, ist noch zu. Und da ist auch eine Lithium-Ionen-Batterie drin. Warum das der Fall ist, werden wir dann auch noch erfahren. Also, das Ding wiegt 36,2 Kilo. Nettogewicht sind 29, also 30 Kilo. Und er kann 1900 Watt Gas, 1700 Watt LPG. Kommt von EcoFlow und ist ziemlich cool. Kommt aus Shenzhen. Moment, also, wo kann ich denn hier Deutsch einstellen? Weil ich bin EcoFlow Smart Generator Dual Fuel kostet also hier jetzt in Dollar 1299 $. Aha, kann ich auch auf Deutsch umstellen, Kinder. Wo bist du denn drin? Auf EcoFlow? Ja, US allerdings. US? Nee, mach mal. Ja? Geh mal oben auf das Ding. Nee, rechts. Ja, was denn jetzt? Rechts. Na, aufs Menü. Und eine Products Menü. Okay. Ja, warte, ich gehe nochmal zurück. Geh mal zurück. Ja, EcoFlow. Irgendwo DE vielleicht? Da ist auch hier. Das war genau. Energiesparlösung von EcoFlow kostet bei uns 1600 €. 1600, jetzt wenn ich an den anderen denke. So, zack mal, was er alles kann. In Warenkorb, also Checkout wollen wir nicht. Guck mal hier, du kannst hier Integration mit Delta Max und Delta Pro machen. Wir haben ja oben eine Delta Pro stehen. Kriegst du das Ding weggezaubert? Da ist ein X, siehst du es? Ja, geht nicht. Oh, liebe EcoFlow-Leute. Kinder, wir hatten das programmiert. Geh einfach auf jetzt kaufen, dann geht es ja wahrscheinlich weg. So, und jetzt machen wir zurück. Geh nochmal drauf, machen wir einen Reload. Jetzt ist die Stiften gegangen hier, die Billa. Also ihr seht schon, man muss es kaufen. Ja, jetzt geht's. So, 15,99. Zack mal, alles kann. Also Integration in Delta Pro. Stellen Sie eine Verbindung mit Delta Pro her, also mit einer Powerstation, um längere Stromausfälle zu laden. Das heißt, der geht, glaube ich, sogar automatisch an. Das werden wir gleich mal zeigen. Wirklich automatischer Start beim eingestellten Ladeniveau. Das bedeutet, wird meine Powerstation leer, geht dieses praktisch Benzinladegerät automatisch an und lädt sie wieder auf. Das ist doch cool. Okay, du willst es als Notnagel für den anderen. Wie Notnagel? Nein, das ist
Stell dir mal vor, du bist jetzt unterwegs, du hast dein Solar dran, okay? Ja. So, hier dieses Panel ist übrigens auch von EcoFlow und das ist ein riesen Panel, hat glaube ich 400 Watt. Ja. Und dann lädst du es auf und jetzt bist du abends, was weiß ich, am Kuscheln, Netflix und so. Ja. Und jetzt langt die Leistung nicht, die du tagsüber gewonnen hast, um das Ding ganz voll zu machen, weil es war ein bewölkter Tag. Okay? Ja. So, dann geht das Ladeniveau deiner Powerstation runter. Und dann sagt die Powerstation diesem Benzingenerator, hör mal zu, Ja, das meinte ich ja. Du hast ein Endgerät, eine Powerstation und das steht nochmal daneben. Und wenn diese ausfällt, beziehungsweise zu wenig Power hat, holt sie sich die Energie von dem Dual-Gerät da. No? Was denn? ja, genau so. Genau so. So, komm, wir packen es mal aus. Ich gebe dir mal das Handy in die Hand. Ja, warte. Premiere. So, jetzt können wir mich jetzt mal sehen. Hallo. Normal bin ich ja nie zu sehen. Oder kaum. Ich benutze dieses spezielle Öffnungsgerät. Das stimmt. Ich habe zwar eine Schere geholt, aber ja. Hast du Schere geholt? Ja, Naja, das ist meistens ein bisschen sicherer. du hast ja recht. Je nachdem, was drin ist. Mach das sehr vorsichtig auf. Pass auf, dass du nicht mit deinem Ellenbogen am Tisch landest, bitte. Ich brauche dich noch. Ja, ja. So, wir gucken mal. Also, dabei ist ein Steuerkabel, das ist ziemlich geil, damit man es an die EcoFlow anschließen kann. Ich nehme mal an, das ist so eins. Das ist aber auch eins. So, das findet man bei der EcoFlow, also bei der Powerstation. Wir werden auch gleich eine Powerstation holen von EcoFlow, um das mal zu zeigen. Dann ist dabei ein ganz modernes Stromkabel. Wenn du mir das mal kurz beschreibst, das Stromkabel. Ja, das ist ja jetzt für unsere Gasflasche, ne? Echt, kann ich dich nicht verarschen? Nee. No way. Gut. Also das für die Gasflasche. Da ist eine Schnellkupplung dran, wie du siehst. Aha. Da ist der Gasanschluss. Yep. Dann ist Da war ich dabei zu oft campen mit dir schon. ein... Das ist wahrscheinlich für das Saufen im Trichter. Kennst du das? Nee, das ist so ein Ich weiß nicht, was du in deiner Jugend gemacht hast, aber ja. Einfüllschlauch. Na, schon mal cool, dass das dabei ist. Dann ist dabei Muss nicht das aus der Küche Werkzeug. herhalten. Also hier so ein Zündkerzenschlüssel, ein Maulschlüssel und was ist das hier? Ein Maulschlüssel, okay. Das, okay, das hier ist die Verlängerung für den Zündkerzenschlüssel und hier hast du noch einen Schraubendreher. Dabei ist ein Handbuch. Echte Männer brauchen keine Handbücher. Nee, werde ich lesen. Und bestimmt. dabei ist tada, ein sackschwerer Generator. Ich würde dir ja sehr gerne helfen. Willst du gar nicht? Ja. Ich hab's geschafft, mein Finger war kurz drin. Der übrigens, wenn du Sei mal mir herkommst, verziehen. der übrigens sehr leise ist. 93 dB, das werden wir uns gleich mal in echt mal anhören, wie 93 dB klingen. Okay, was sind denn vergleichbar? Also 93 dB, ich kenne den Vergleichswert jetzt nicht, weil das hat ja immer einen gewissen Abstand zu tun. Ja, wie viel ist denn so ein Flugzeug? Flugzeug hat 120, glaube ich, 110 starten, aber die werden auch immer leiser. Okay. Aber 93 ist jetzt nicht gerade leise, aber wir werden es ja ausprobieren, wir wissen es ja gleich. Also es gibt ja, ist ja schon eine Hausnummer. gibt ja Leute, die schreiben 93 drauf und dann ist es kein 93. Aber was ziemlich cool ist, normale Generatoren haben ja keine riesen Displays und Gedöns. Das Gerät hat tatsächlich hier AC On-Off, hat hier Electric Start, siehst du? Kannst also elektrisch starten. Hat einen Oil Alert. Das bedeutet, es warnt dich, wenn der Ölstand zu gering ist, hat zwei 230 Volt Ausgänge, hat einen Ground Terminal, das ganz wichtig ist. Was ist das? Du kannst dieses Gerät mit einem Erdspieß erden oder du kannst es an deine, ja gut, weiß nicht, ob man das darf. Also wir reden jetzt mal von einem Erdspieß. Du kannst das Ding richtig erden. Weil? Damit du einen Ausgleich hast, einen Potentialausgleich bei einer Schuko-Steckdose. Das heißt, du kannst dein Gehäuse von deinem Gerät kannst du erden über das Erdkabel. Wow, ja, warum? Damit, Wieso muss ich ein Gerät erden? das erkläre ich dir. Du hast hier
2 Arten von Stecker. Du hast einmal hier einen Schokostecker, der hat 3 Anschlüsse. Einmal da in der Mitte, siehst du? Da und da. Siehst du? Da. Also da fließt der Strom zwischen den beiden und das ist die Erde. Diese Erde ist verbunden mit dem Metall hier. Ja. Okay? Also alles, was hier zum Beispiel Metall ist, Ja. oder hier, weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt verbunden ist, aber ist geerdet. Und geerdet heißt, dass dieses Gehäuse hier mit dem Erdboden verbunden ist. Sodass, wenn eine Spannung auf diesem Gehäuse drauf wäre, diese Spannung in die Erde fließt. Erdung nennt man das. Ja, schon klar. Aber wieso muss dann ein Gerät geerdet werden? Damit, wenn es anfasst, du nicht tot umfällst, wenn da Spannung drauf ist. Das ist ganz simpel. Also es gibt eine Erde, damit die Energie in die Erde abfließt. Oh Gott, okay. Also das können aber Elektriker viel besser erklären. Also, Ja. also auf jeden Fall kann ich dieses Gerät erden. Ja, Okay? gut. Ich kann das also an eine Erde Ja. anschließen, Erdspieß rein. Damit- Bei den anderen war das doch jetzt nicht, oder? Nein, da war das nicht. Das ist auch grundsätzlich ein Problem. Da will ich aber jetzt nicht näher drauf eingehen, Aha. weil, ich sag mal, die dann erst eine Erdung erfahren, wenn du diesen Mittelleiter explizit nochmal erden würdest. Das heißt also, eigentlich sind es diese Powerstations, die du hast, gar nicht so sicher, weil sie eigentlich physisch keine Erdung haben. Das ist also, wenn du jetzt hier so ein Metallgerät hast, hier gäbe es jetzt einen Kurzschluss, hier wäre jetzt Spannung drauf, dann könntest du dich elektrisieren. Ich weiß nicht, ob hier eine Schutzschaltung drin ist. Also bei den meisten Powerstations kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, dass es nicht ganz so ungefährlich ist. Okay? Okay. Gut. Huh. So, ich denke mal, ich mache jetzt mal was sehr Ungewöhnliches. Ich lese mal das Handbuch. Denn mal gucken, ob es auf Deutsch ist. Also ich liebe EcoFlow, weil die Sachen, die EcoFlow machen, sind für so Legastheniker wie mich immer ganz gut geeignet, weil ich guck mal gerade, das ist Französisch, das ist Deutsch und DC-Ladevorgang. Also dieses Gerät hat einen Zusatzakkuanschluss, mit dem ich das an eine Powerstation anschließen kann. Adapter für Delta Pro und Smart Generator. Das ist der hier. Also das ist der Zusatzanschluss. Da kannst du eine extra Batterie anschließen. Und das Gerät hat eine Batterie eingebaut. Das ist definitiv so. Wie man das jetzt ankriegt, müsste ich jetzt mal gleich mal gucken. Aber dazu lesen wir ja auch dann das Handbuch. Also AC-Anschlüsse, starten Sie den Generator, einschalten. Hier ist irgendwas mit Off und On. So, Einfüllen von Motoröl in den Generator. Bei Auslieferung ab Werk befindet sich kein Motoröl im Generator. Starten Sie den Generator erst nach dem Einfüllen von ausreichend Motoröl. Du weißt warum? Du wirst es mir verraten. Da ist ein Motor drin mit Kolben, der bewegt sich. Wenn da kein Öl drin ist, Kolbenfresser, Fresser ist ja kaputt. Jupp. Nicht gut. Stellen Sie den Generator auf eine ebene Fläche, drehen Sie den Abdeckknopf, halten die Wartungsverwaltung Stellen und nehmen Sie die Wartungsabdeckung ab. Schrauben Sie den Deckel, den Ölmessstab heraus. Ja, also schrauben Sie den Deckel ab. Okay. Hatte EcoFlow mir Öl mitgeschickt? Nein! Aber ich habe unten noch Öl. Wir müssen mal gucken, welches Öl da rein muss. Ja, ich habe auch noch eins in meinem Auto, aber Wir schauen aber mal, weil da muss ja spezielles Öl rein. welches darf. Also hier ist ein Deckel. Dazu drehen wir diesen mitgelieferten Schraubendreher. Einmal hier drauf. Ah, das komplette Ding muss ab. Jetzt weiß ich verstanden. Das ist ja ein Motor drin. Das ist so Ist das? schier. Das ist Fällt's dir? Also es ist, ich habe echt gedacht die ganze Zeit, der will mich verarschen, der redet von Kolben und sowas. nein, da ist ein Motor drin und ein Stromgenerator ist drin. Also das ist richtig, jetzt nicht Powerstation, damit kannst du, Also wenn der noch Räder hätte. wenn er noch Räder hätte, könnte fahren, genau. Richtig. Und das ist der Öl. Jetzt könnte ja sein, die haben ja doch Öl reingemacht. Naja, ich denke mal, das hat Hier ja ist der auch einen Ölmessstab, aber wie du siehst, trocken. Druck in. So, und jetzt checken wir mal, also was ist alles zu tun? Das werden wir mal gucken. Allzu schwer kann es ja nicht sein. Warum ist da noch kein Öl drin ab Werk? Weißt du es? Naja, durch den Transport wird sonst hier. Riesensauerei. Es könnte ja mal passieren, dass das Ding einfach auf den Kopf gelegt wird Ja, ja. Das, und dann wird das ganze Öl in den Vergaser und naja.
So, Prüfen des Motorölstandes. So, bei Eiswärmeerwerb befinden sich also Einfüllen vom Motoröl im Generator. Vielleicht bin ich ja schon einen Schritt zu weit. Mal gucken, vor der Inbetriebnahme des Gerätes. Zugabe von Kraftstoff bei Benzinbetrieb. Okay? Empfohlener Kraftstoff bleifreies Benzin. Tankvolumen sind 4 Liter. Okay? Oder Gasflasche anschließen, Anschluss von LPG bei LPG-Betrieb. Stellen Sie sicher, Gasflaschen sind geschlossen und so weiter und so fort. LPG-Schlauch ist da. Können wir mal zeigen. Also LPG-Schlauch ist da. Da ist der Anschluss für da oben Gas. Ja, das ist ja einfach. So, da kommt das Ding rein. Ich glaube, da würde ich sogar das Gas nehmen. Ja, Ja, das andere ist mir zu viel Sauerei. zu viel Sauerei. Hier, Ja. hier kannst du es on machen. Ja, das meinte ich vorhin, genau. So, damit wird es eingeschaltet. Das ist ein Handstarter, falls die Batterie leer Das ist ist. ja wie beim Rasenmäher. Ja, wie beim Rasen. Ja, es ist das gleiche Prinzip. Und hier oben, da hast du übrigens was ganz Besonderes. Das ist der Ja, Kraftstoffeinfüllstützen. wie beim Moped und so, ne? Moped. Und da hast du jetzt eine Besonderheit, damit der Kraftstoff rausfließen kann. Ja, Wir hatten das zusammengebastelt, die Idee. das ist schon uralt. Also das ist hier nichts Neues. Ja, aber Musst du das hier auf On stellen. Naja, was heißt, es ist uralt, aber guck dir mal an, wie kompakt das geworden ist. Ich kenne die Aggregate ja, aber die sind ja immer solche riesen Würfel Ja, gewesen. gut, das Ding ist ja auch nicht klein. Also es ist Ja, doch, verhältnismäßig gegenüber diesen alten, großen Teilen. Cool. gut. Also jetzt gucken wir mal rein, bevor Ja. wir jetzt irgendwas falsch machen. Das ist ein Schaltplan dabei. Ja, warte, ich krieg's irgendwie nicht scharf. Ist scharf. Sehr schön. Okay. Jetzt musst du aber wieder entschärfen, sonst bin ich scharf. Denke. Nicht auf das Handy tippen. Ja. Das ist, Ja, so. zweimal ist auch mein Finger zu sehen. Es tut mir leid. Prüfen der Zündkerze. Aha. Zur Gefahr, Wartung, Delta, also Inbetriebnahme des Produktes, einschalten. Das fällt schon bei mir auf. Füllen Sie. Also wir brauchen SAE SJ 1040. Okay? 10B40. Ist es Und wir nicht Standard? brauchen 0,38 Liter. Also ein Glas voll. Das ist ja Okay? echt nicht viel, ja. So, das machen wir jetzt mal. Kurzer Cut. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis gleich. So, Sven, was machst du da? Motoröl einfüllen. Ich muss gleich mal schauen, wo wir sind. Sind wir bei 700. Und rein müssen 0,38 Liter. Also jetzt sind wir bei 700. Ungefähr noch so viel. Und noch einen kleinen Schluck. 0,38. Müsste jetzt genau passen. Machen wir zu. Schlecht. Motoröl mal runter. Da ist der Schlauch, der war dabei. Der Schlauch ist übrigens nicht fürs Benzin, sondern fürs Motoröl. Ah, Nur, dass ihr das wisst. So, dann nehme ich jetzt mal eine Tüte. Das Ding da gerade rein, damit das nicht hier versaut. das machst du schön. Damit wäre das manuell versaut. So, jetzt nehmen wir den Messstab, drehen den mal rein, aber vorher noch ganz kurz ein Tempo und tropfen das Öl noch ein bisschen ab. Das ist da auch ein bisschen darunter gefallen und gucken wir gerade. Sieht gut aus. Kommt noch ein bisschen raus. Aber das wird sich gleich im Motor verteilen. Also es waren ziemlich genau 0,38 Liter. Wir den aber gleich mal in Betrieb nehmen. Ölmessstab ist zu. Öl riecht auch nicht. So, Öl haben wir eingefüllt. Ich lese mal weiter im Text. Was haben wir gemacht? Vor Aushebung befindet sich kein Motoröl im Generator. Starten Sie den Generator erst nach dem Einfüllen von ausreichend Motoröl. Neigen Sie den Generator beim Einfüllen von Motoröl nicht, um Schäden im Generator übermäßiges Öl zu vermeiden. Stellen Sie den Generator auf eine ebene Fläche, drehen Sie den Abdeckknopf und halten Sie die Wartungsabdeckung in Stellung auf. Also haben wir gemacht, Motoröl ist drin. Anschluss des Akkus.
Der Generator kann über den elektrischen Startschalter gestartet werden, wenn er an den internen Akku angeschlossen ist. Drehen Sie den Abdeckknopf, halten Sie an der Wartungsabdeckung und machen Sie das Ding zusammen. Also hier ist ein Akku, siehst du hier? Guck mal. Da ist irgendwo, guck ich mal gerade. Das ist ein bisschen besser. Und hier sagt der, muss das zusammengesteckt werden. Also hier kannst du den Akku irgendwie abmachen. Das ist wohl der Akku. Da ist der Akku dran. Nehmen wir den mal raus. Das ist das Teil, okay, verstanden. Also das ist der Akku zum Starten des Generators. Der hat einen Elektrostarter. Ist das nicht geil? Du musst nicht mehr ziehen. Du kannst ihn automatisch starten. Und der ist schon wahrscheinlich aufgeladen. Und den machen wir jetzt nochmal fest hier rein und verbinden dieses Teil hier. Guck mal hier, kannst du rausziehen. Mit diesem Teil hier, die ziehst du weiter raus. Und dann hat das Teil Saft. Das ist die Theorie. Hättest du es hinbekommen? Schon, ne? Ja, mit der Anleitung. Ich glaube auch. So, sind drin. Ist hier auch okay. So, haben wir gemacht. Dann geht da nichts überlesen. Anschluss des Akkus, Kraftstoffstand prüfen. Nehmen Sie den Tankdeckel ab und prüfen Sie den Kraftstoffstand. Füllen Sie bei niedrigem Kraftstoff mehr Kraftstoff in den Tank. Sollen wir das machen? Also hier haben wir Tankdeckel. Yep. Hier ist Kraftstoff. Mal gucken, ob da auch wirklich Benzin drin ist. Also nicht, dass ich darauf stehe. Okay, ich will nicht weiter fragen. Alte Patex-Nase, aber Benzin. Ja, ich wollte nur gucken, ob kein Diesel drin ist, weil wir haben auch einen Dieselkanister. Hier steht zwar extra Super Plus drauf, aber du weißt ja, wie es ist. Ja, wir haben es aber trotzdem beklebt, ne? Da jetzt Diesel einfüllen, dann ist dieser Test beendet. Ja, das wäre die andere Option. Machen wir da mal. Wann siehst du das dann oder hörst du das oder kann man das sehen, wenn es voll ist? Ja, es läuft dann wahrscheinlich über. Ich höre was. Hörst du was? Ja. Ist ja teuer, was ich hier gerade einfülle. Eigentlich sollten wir im Geräteschuppen jetzt die Benzintanks einsperren. Oh, jetzt ist voll. Ist voll. Ich glaube, du musst das unten noch mal reinigen. Ja, mache ich auch. Aber jetzt kommt was ganz Tolles. Dann können wir das Ding hier ab. Läuft ja keine Kamera mit, oder? Hier ist übrigens so ein Überlauf, dass hier nichts passieren kann. Ja. Und hier drin ist nochmal so ein Auffangding. Ja. Okay, und hier kann man jetzt reingucken, also es ist voll. Ich. Geh mal mit deinem Feuerzeug weg. Ich mach mal Cut. Der EcoFlow und ich, wir werden so langsam Freunde. Das Ding ist ziemlich cool, weil es hat einen ganz anderen Formfaktor wie ganz viele andere Generatoren. Es ist nicht ganz billig. Also wenn ich überlege, dass der vergleichbare Honda ein bisschen günstiger ist. Ja, wobei er ist ungefähr gleich teuer. Aber er hat halt nicht diese smarten Funktionen mit drin. Ich werde euch gleich mal die App-Steuerung zeigen. Man kann das ganze Ding komplett per App fahren und es hat eine Kommunikationsschnittstelle, die zeige ich euch auch, die ist hier vorne drin. Damit kann man eine EcoFlow automatisiert aufladen und das ist eigentlich das Coolste überhaupt. Ja, Dual Fuel bedeutet, ich kann also hier zwei verschiedene Arten von Sprit anmachen. Einmal kann ich hier vorne Gas anmachen, das habe ich jetzt mal gemacht. Der Tank ist fast voll. Der
EcoFlow zeigt auch den Füllstand im Prozent an. Also mich interessieren auch nicht die Liter, sondern wie viele Stunden habe ich. Das ist eigentlich auch ziemlich cool. Jetzt weiß ich eigentlich nicht, wie er das weiß von der Gasflasche her, denn den Füllstand hier drin, den kennt er natürlich, wahrscheinlich über einen Schwimmer, der ausgelesen wird. Aber ich wollte euch nur mal zeigen, Vorteil ist bei Gas, es raucht nicht, nämlich gar nicht. Also es ist sehr, sehr beeindruckend. Im Gasbetrieb hat man keinerlei Rauchentwicklung. Gerade am Anfang, da raucht er so ein kleines bisschen beim Kaltstart. Ich kann euch das mal zeigen. Also man geht hier hin, schaltet ihn an. Jetzt ist er auf 99% und hat eine WLAN-Verbindung im Moment. Bluetooth habe ich ausgemacht, aber da geht es im Moment jetzt nicht drum. Ich drücke mal auf Electric Start. Und was ganz wichtig ist, ich habe hier Open, also habe die Flasche ganz aufgedreht und starte. Gerät ist kalt. Der läuft an. Kein Rauch, also 0,0 Rauch. Und es stinkt auch nicht so stark. Also du hast natürlich beim Benzinbetrieb ganz andere Entwicklung. Also es raucht überhaupt nicht und stinkt auch so gut wie gar nicht. Und das gleiche kann ich euch mal zeigen. Ich mache mal hier die Gasflasche zu. Also Gas wäre jetzt alle. So, er geht aus und jetzt könnte ich ihn sogar von der Ferne nochmal starten. Jetzt bin ich nur gespannt, was passiert, wenn hier kein Druck mehr drauf ist. Weil ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass der Bayonet hier weiß, dass er drauf ist. Vielleicht weiß er es ja oder weiß es nicht. Ich probiere es jetzt einfach mal. Ich starte ihn nochmal. Und es passiert nichts. Mache ich nochmal an. Also, Gas ist alle. Feierabend. Jetzt gehe ich hier hin, mache den Bayonet ab. Das startet automatisch. Das ist ja cool. Und jetzt müsste eigentlich auf Benzin sein. So, Benzin ist an. Ich starte nochmal. Das mag er jetzt nicht. Also ich mache nochmal. Ich rieche aber schon ein bisschen Benzin, habe ich jetzt gerochen, oder? Also er geht an. Ja, er kommt. Und jetzt sieht man, er ist warm. Jetzt riecht es ein bisschen nach Benzin. Also das Gasbetrieb war ein bisschen, aber halt wie halt so Generatoren riechen, wenn sie auf Benzin laufen. Das wird aber im Laufe der Zeit besser und es wird angezeigt hier 99% und 13 Stunden habe ich im Moment. Wenn ich hier den 230 Volt anschalte, das kann ich hier machen, da ist der Anschluss, da wird er lauter. Und das ist der Lastbetrieb im Moment, dann geht auch hier die Anzeige runter auf 8 Stunden, die jetzt zurzeit da sind, also 8 Stunden im Lastbetrieb und die Lautstärke ist schon deutlich hörbar. Also es ist jetzt im Lastbetrieb keine Sache, die man nicht hört. Also das Gerät hat schon seine Lautstärke. Ich mach mal aus. Aus. Soweit so gut. Also das Dual Fuel, kurz erklärt, denn das Einstecken ist sehr einfach. Also an der Seite hier einfach einstecken und fertig. Jetzt schließen wir das Gerät mal an eine Powerstation an und das ist eigentlich die geniale Verbindung, dieses Gerät mit einer Powerstation mit automatischem Aufladen. Hier ist das Setup jetzt und ich habe euch ja versprochen, ich wollte euch mal die App zeigen, wie man das Ganze steuern kann. Und zwar hier drin ist die Powerstation. Die wird aufgeladen durch den EcoFlow Dual Fuel Generator. Der steht hier, dabei ist ja das 5 Meter Kabel und das geht jetzt mal durch die Hundeklappe durch, die hier montiert ist. Und das Interessante hierbei ist, dass ich einmal auf dem Display sehen kann, also draußen hat es 95% Kapazität, kann ich euch gleich mal draußen zeigen. Das ist die App, die mit dabei ist. Ich habe das hier mal auf dem Android-Handy installiert, das ging auch direkt. Und zwar hat das Gerät draußen einen Bluetooth-Anschluss und ein WLAN. Das heißt, ich konnektiere mich draußen direkt über Bluetooth. Das wird auch sofort gefunden. Und hier läuft es über ein temporäres WLAN.
was reinkommt. Beide hängen jetzt bei mir im lokalen WLAN dran und hier kann ich sehen, das ist eigentlich sehr interessant, ich habe 95% Kapazität. Die Laufzeit im Moment, also Tankvolumen sind 95%. Das kann er wissen, weil er kann den Benzintank messen. Das ist über eine Sonde möglich und im Moment ist er ausgeschaltet. Es ist auch so programmiert, dass wenn ich das hier anstecke, vollautomatisiert der Generator gestartet wird, weil er zurzeit eine Mindestaufladung hat von 9%. Ich habe ihn gerade eben manuell gestoppt, um euch das mal zeigen zu können. Und das Ganze programmiert man allerdings hier, nämlich bei der Delta Max und sagt, ich möchte gerne einen, ich gucke mal gerade, wo das ist. Das ist, glaube ich, hier vorne, kann man das einstellen, dass man sagen kann, Entladezustand ist 0 bis 100%. Und hier kann ich also sagen, ich möchte gerne, dass es also dann weniger oder mehr wird. Und hier sieht man auch, hier kann ich die Ladegeschwindigkeit mit Wechselstrom kann ich nochmal einstellen. Also wenn ich zum Beispiel einen Anschluss habe, der nicht so stark ist und so weiter. Und hier sieht man den Smart Generator. Also 10 bis 84% habe ich eingestellt. Das heißt, er würde vollautomatisiert anfangen, wenn der Ladezustand unter 10 ist, würde er beginnen. Und bei 84% würde er stoppen. Und das kann man einstellen. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel sage, okay, beginne jetzt mal bei 10%, bestätigen, das mache ich mal gerade. Dann habe ich ihn ja eben manuell gestoppt. Also hier im Moment habe ich ja keinen Verbraucher dranhängen an der Station. Und wenn ich jetzt den anstecken würde, ich kann das ja mal simulieren, ich ziehe hier raus und stecke den einfach nur rein, dann sollte eigentlich schon der Benzingenerator starten. Und das tut er auch. Draußen ist gerade angelaufen. Also das ist so zuverlässig. Da kann man sich drauf verlassen. Hat von selber gestartet. Und über die App kann ich ihn jetzt natürlich auch ausmachen. Also er lädt gerade rein mit etwa 1 kW. Das können wir uns gleich mal angucken. Hier kann ich natürlich an den Generator, könnte ich jetzt direkt natürlich meinen Verbraucher anschließen. Aber jetzt benutze ich es mal über Gleichstrom, diese Powerstation zu laden. Und die wird im Moment geladen mit etwa 1 kW. Also jetzt habe ich schon 10%. Hier sieht man auch sehr schön rein. Also im Moment kommen 985 Watt rein in die Powerstation. Ausgang im Moment ist 0, ich habe nichts dran. Und gehe jetzt mal hin und stoppe jetzt mal, dass ihr auch mal seht, hier Smart Generator kann ich hiermit aufrufen und kann den einfach ausschalten. Also ich kann jetzt hier sagen, okay, ich habe jetzt hier Eco, habe einen Ausgang hier von 1043 Watt, also 1040 Watt und ankommen tun 1040 Watt. Also das ist schon vollkommen konkurrent zu dem, was reingeht in die Ladestation. Auch ohne Verlust natürlich. Das heißt also, ich lade direkt jetzt hier Gleichstrom und stoppe jetzt mal den Motor, dass ihr mal seht. Also das ist die App. Ich fasse den jetzt gar nicht an. Gehe raus. Ist jetzt so. Gehe jetzt hier hin. Drücke die Stoppen. Sag bestätigen. Und er geht aus. Und das gleiche wieder hier rüber ranmachen und jetzt geht er wieder an. Also der E-Starter allein ist schon Gold wert und dadurch, dass er automatisiert läuft, habe ich natürlich jetzt eine Ladezeit von 6 Stunden. Das bedeutet, ich kann diese Powerstation hier mit einer Benzinfüllung etwa 3-mal aufladen. Und ich denke, das ist doch eine schöne Geschichte für einen möglichen Stromausfall. Und hier kann ich jetzt an diese Powerstation innen natürlich meinen Stromverbraucher anschließen, ob das jetzt die Heizung ist oder irgendwas anderes, oder kann mein MacBook laden und so weiter und bin jetzt vollkommen autark, auch wenn bewölkt ist, so wie heute, denn jetzt hat man natürlich über Solar gar keinen Stromertrag. So, ich mache ihn nochmal aus, da ist er, also jetzt zurzeit haben wir einen Ausgang von 1,6 kW, mal gucken, ob die auch mit 1,6 kW einlädt, das tut sie auch. Also ich kann es jetzt tatsächlich mit 1,6 kW
aufladen und dann wäre jetzt die Betriebszeit noch 4 Stunden. Die wird digital angezeigt. Also ich könnte 4 Stunden mit 1,6 kW aufladen und 3 Stunden 58 würde er jetzt durchhalten mit einer Tankfüllung. Spannend! So, wir machen es mal aus. Bestätigen. Gerät geht aus. Und so muss ich noch nicht mal raus in die Kälte, um es auszuschalten. Ja, vielen Dank an EcoFlow für die Bereitstellung dieser tollen Geräte. Mich hat es überzeugt. Ganz billig ist es nicht, aber wenn ich überlege, ich bin jetzt hier in der Waldhütte, möchte gerne meine Geräte haben, die ich einmal mit Solar betreiben kann. Also ich kann hier direkt eine Solaranlage einstecken. Ich kann sie über Strom laden, über 230 Volt und ich kann sie mit diesem Smart-Generator, der draußen ist, dann ganz einfach aufladen. Ja, danke fürs Einschalten. Tschüss.